never looks like the same. Ich liebe Pferde, ich liebe das Meer und das passt zusammen. I enjoy every day to ride out here. Having natural darkness is what has been on Earth all times, right? Nur 2 Stunden von Fehmarn entfernt liegt eine dänische Insel, auf der man nachts die Milchstraße sehen kann. Møn. Wir beziehen ein altes Leuchtturmhaus von 1887, ganz im Nordosten. Møn behauptet ziemlich selbstbewusst, dass man hier wieder richtig Sterne gucken kann und automatisch langsamer wird. Willkommen zu unserer kleinen Zeitreise zwischen dunklem Himmel, weißen Klippen und Menschen, die ihr altes Leben hier wieder ganz neu sortiert haben. Und vielleicht finden wir auf diesem Ostseereport auch unterwegs etwas, was uns verloren gegangen ist. Den besten Ausblick, den haben wir schon gefunden. Den besten Überblick über die Insel hat man im Nordosten vom Hügel des Pferdehofes. Lisa und ihr Vater Karl leben hier mit ihren Islandpferden auf 15 Hektar. Ich bin damit aufgewachsen. Über etwas anderes habe ich eigentlich nie nachgedacht. Deshalb bin ich genau hier glücklich. Die 30-Jährige übernimmt den Betrieb gerade von ihrem Vater. Und jetzt kommt gleich der schwierigste Part: verfressene Pferde wieder von der Koppel holen. Das Buffet hat geschlossen. Bevor hier Pferde grasten, war Karl klassischer Landwirt. Dann hatte seine Frau die Idee, statt Zuckerrüben und Mais Islandpferde zu züchten. Karl, Wie war das damals in den 90ern, als ihr die Landwirtschaft aufgegeben und ganz auf die Pferde gesetzt habt? Für einen kleinen landwirtschaftlichen Betrieb wurde es damals immer schwieriger. Deshalb war das für uns eine gute Chance. Wir konnten hier bleiben, unser eigenes Ding machen und mussten nicht irgendwo anders arbeiten. Damals hat Lisa zusammen mit ihrer Mutter Karl das Reiten überhaupt erst beigebracht. Heute managen Vater und Tochter die 29 Isländer zu zweit. Lisas Mutter ist schwer krank. 2 Stunden morgens und 2 Stunden abends kommen die Pferde auf die Weide, dann zurück in den Offenstall. Sonst würden sie zu viel Gras fressen. Und was gefällt dir an deinem Leben mit den Pferden am meisten? Das Wesen der Pferde. Sie kommen oft ganz von allein zu dir, begrüßen dich. Und wenn man einen schlechten Tag hat, merkt das manches Pferd sofort. Dann bleibt es ganz nah bei dir, fast so, als würde es dich in den Arm nehmen. Genau das macht die Arbeit mit ihnen so besonders. Wir haben Enten, Hühner und jetzt natürlich unsere beiden Stuten mit den Fohlen. Die sehen sofort, ob du einen Futtereimer dabei hast. Hast du keinen, kommen sie meistens auch nicht. Die wissen ganz genau, wann es etwas zu fressen gibt. Am Ende dreht sich doch alles ums Futter, oder? Nicht jedes Jahr gibt es Nachwuchs in Lisas Herde. Nach 2 Jahren ohne Fohlen sind jetzt Wiesner und Fjolla bei ihren Müttern. Er ist ganz stolz, er ist der Papa. Und weiter. Komm. Oh, dieser kleine Schweif. Komm.
Lisa, warum sind Sie gerade so aufgeregt? They're super excited because they have not seen the new foals before. Sie haben die kleinen Fohlen bisher nur aus der Entfernung gesehen. Jetzt kommen sie ihnen zum ersten Mal ganz nah. Und natürlich wollen alle sofort Hallo sagen. The horses would very much like to say hello to them. Dein Vater beruhigt sie. Ja, er spricht einfach mit ihnen. Der Pferdeflüsterer. Ja, mit ruhiger Stimme lassen sie sich meistens schnell beruhigen. You can calm them down. Wir verabreden uns mit Lisa und Karl zum Ausreiten für einen anderen Tag. Denn um 2:30 morgens geht unser Wecker. Wir sind mitten in der Nacht am Hafen von Klintholm-Haun verabredet mit Enja und Ole zur Bootsfahrt. Was gefällt dir daran so gut, dass du freiwillig morgens um 2:30 aufstehst? Der ganze Welt schläft und wir sind die Einzigen jetzt. Und jetzt diesen Monat von Mai, Ende Mai, Anfang Juni, wenn wir jetzt ein bisschen bald rumkommen, singt die Nachtigall die ganze Nacht. Møn gehört zu den wichtigsten Vogelgebieten Dänemarks. Zwischen Wald, Steilküste und offenen Feldern finden unzählige Arten Nahrung und Schutz. Deshalb hört man schon am frühen Morgen ein mehrstimmiges Konzert. So die Sommerlicht und was wir jetzt hier in ganz Skandinavien, das ist ein Traum jetzt. Ja? Wir hören verschiedene Nachtigallen, die Kuckuck ist da und jetzt alle die anderen Vögel anfangen jetzt hier, wenn es Licht werden, alle zu singen. Und keine Störung, keine Autos, nichts. Nur dann die Natur. Und die Vögel sind mit uns. Alle Menschen schlafen und jetzt ist es ganz toll, hier zu sein. Da ist die Nachtigall. 35 Jahre lang war Ole auf den Weltmeeren unterwegs. Mitte der 90er zog es ihn zurück in seine Heimat nach Møn. Statt Regatten auf dem Pazifik stehen heute Ausfahrten mit Gästen auf der Ostsee auf seinem Tagesplan. Von Mai bis September zusammen mit Enja. Für die Bergsteigerin aus Argentinien ist das hier Flachland. Zu Hause leitet Enja in 4.300 Metern Höhe an Südamerikas höchsten Berg ein Höhenlager. Was zieht dich immer wieder nach Møn? Well, you can see it by yourself. Schau es dir an. Ich bekomme einfach nicht genug von diesem Anblick. Jedes Mal mache ich wieder unzählige Fotos und Videos. Es sieht nie gleich aus. Die Kreidefelsen sehen je nach Jahreszeit jedes Mal völlig anders aus. Sailing in autumn and summer and it's a completely different cliffs. Enja und Ole haben ihr Leben beide nicht an einem Ort gelernt, sondern unterwegs in der ganzen Welt. Was verbindest du mit deiner Heimat Møn am meisten? Was wir jetzt hier drauf gucken. Ja? Ja, die Horizont, wo nichts gibt und diesen ganz wahnsinnige Drama von der Kreidefelsen. Wir gucken zurück im Zeit, so von 75 Milliarden zurück und wir glauben, dass wir viel Bedeutung haben. Auf dem Meer ist Freiheit. Ja. Und Freiheit hier zu sein. Freiheit hier den Sonnenuntergang sehen und wie die Farben sich immer ändern. Und, die Sonne ist heute Morgen der schönste Künstler. Ja, wirklich. Bevor wir zurückfahren, möchte Ole uns noch zeigen, warum er kein Trinkwasser dabei hat. Anja, du skubber ned, og du skubber båden den vej. Og du gør det nu. Vingelret. Ja. Anja, du skubber. Ja. Das Anlegen im knietiefen Wasser ist echte Feinarbeit.
Was besonders ist, dass es die sauberste Trinkwasser, das man überhaupt glauben. Okay. So lass uns probieren, dass du. Ist gut. Wo kommt das Wasser her? Das kommt von der Untergrund, von der Kreidefelsen und das ist so sauber und das ist durch den Kalk so. Das ist Trinkwasser. Diese Kreidefelsen von Möns-Klint gehören seit 2025 zum UNESCO-Welterbe. Natürlich wollen wir erleben, wie gewaltig die Kreideküste wirklich ist und kommen nachmittags zurück. Tore arbeitet für das Geocenter auf Möhn und weiß alles über die Entstehung der 7 Kilometer langen Kreidefelsklippen vor rund 70 Millionen Jahren. Wenn ich mir die Lehmschichten da oben anschaue, dann wirkt das aber wie relativ frisch abgebrochen. Kommt da auch mal was runter? Ja, und es kommt immer wieder was runter, sonst wächst es ja auch zu. Aber manchmal kommt richtig was runter. Und vor 3 Jahren kam alles das, auf dem wir hier stehen. Ach so, deswegen sind das hier Hügel? Ja, das ist alles abgebrochen. Und die Bäume, die hier unten liegen, die waren ja eigentlich da oben. Und diese schwarzen Bändchen jetzt in der Kreide, ne? Das ist der Feuerstein? Das ist der Feuerstein, ja. Und überall, wo Schreibkreide ist, sind auch diese Feuersteinbänder drin. Und überall sind sie in der Waage und gerade, außer hier. Und das ist dann wiederum das, wo der Gletscher auf das Land prallte und alles zusammengedrückt hat. Das heißt, wir können gucken sozusagen unter die Erde und sehen, wie die Erde bewegt wurde. Das heißt, auf Möhn guckt man in der Zeit zurück. Eine richtige kleine Zeitreise. Am Fuße der bis zu 128 Meter hohen Kreidefelsklippen kann man nicht nur in die Vergangenheit schauen, sondern auch auf Schatzsuche gehen. Das Meer übernimmt dabei einen Teil der Arbeit, erklärt Tore. Zwischen den größeren Steinen am Ufer findet der Biologe immer Fossilien. Im Wasser lebten so kleine, wir nennen sie manchmal Kokolithophoren, so Plankton, kleine Einzeller. Und die haben eine kleine, winzige Schale. Und aus diesen Schalen besteht die Kreide. Und 1 Millimeter entspricht hier ungefähr 100 Jahren. Was ist das denn? Das ist ein Seeigel. Oh. Wie nennst du die? Das sind Kugelschwämme, nennen wir die. Und, und wenn der klappert, dann darf man den Klapperstein nennen. Das ist ein Klapperstein? Ja. Ja, schon eine ganz schöne Menge. Ja, hier gibt es viel zu finden. Ja, und ich meine, was sind wir gegangen? Wenige Meter. Ja. Und das darf ich jetzt alles mitnehmen? Ja, so viel du selbst tragen kannst, Ach, ohne was? mechanische Hilfsmittel. Nimmst du noch was mit nach Hause? Ja, immer. Ja? Immer. Darfst du? Also ich muss schon ein bisschen darauf achten, wie viel ich mit nach Hause schleppe. Ne? Denn alles stellt sich voll. Man kann es einfach nicht lassen. Aber das ist nicht der Grund, warum du nach Möhn gezogen bist. Nein, ich bin nach Möhn gezogen. Ich wohnte in Kopenhagen und dann kam aber Corona. Und dann habe ich gesehen, dass eine Stelle hier auf Möhn war, Naturvermittlung. Und ja, das fand ich schön. Und Möhn finde ich sowieso sehr schön und hat einen Platz in meinem Herzen bekommen. Türkisfarbene Ostsee statt Eventbüro in Kopenhagen. An die 500 Stufen runter und wieder rauf hat sich der 42-Jährige längst gewöhnt. Das ist mein Fitness-Abo. Oberhalb der Kreidefelsen verändert sich die Landschaft komplett. Hier wachsen hunderte Pflanzenarten. Eines der ökologisch wertvollsten Gebiete Dänemarks mit mehr als 400 Jahre alten Buchen. Wie hoch ist denn das, Tore? Also 13 Meter bis zur Plattform, da wo die Füße stehen, sollen es 13 Meter sein. Was ist für dich das Besondere, hier in dieser Natur zu arbeiten? Ich finde es schön, die Ruhe und die ewige Aktivität der Natur.
zu erleben. Und das auch übers Jahr gibt es immer Veränderungen. Nie ist irgendwas genauso, wie es war, aber irgendwie ist es auch trotzdem stetig. Und das mag ich. Ja. Genau. Okay, 1, 2, 3. Das UNESCO-Welterbe, der dunkle Nachthimmel und die abwechslungsreiche Landschaft locken jedes Jahr rund 400.000 Besucher nach Möhn. Auf 128 Kilometern Küste wechseln sich Kreideklippen, lange Sandstrände, Buchenwälder, Salzwiesen und flache Buchten ab. Perfekter Lebensraum für seltene Orchideen, Seeadler, Wild und die vielen Zugvögel auf ihrem Weg durch Skandinavien. Rund 9.000 Menschen leben dauerhaft auf Möhn, fast die Hälfte davon in der Inselhauptstadt Stege. Früher prägten Fischerei und Landwirtschaft das Leben. Heute lebt Möhn immer stärker vom Tourismus. So wie Lisa und Karl. Das Pferd führt sich von alleine. Mit Ausritten verdienen Tochter und Vater ihr Geld. Heute geht es für uns gemeinsam mit Inge und Nils hinaus in die Natur. Mein Pferd Sleipnir. Er ist ein ganz ruhiges Pferd. Wenn du entspannt im Sattel sitzt und einfach die Landschaft genießt, macht er genau das Gleiche und bleibt gelassen. Mit solchen Pferdenamen bewahrt Lisa ein Stück der isländischen Tradition in Dänemark. Komm etwas vor im Sattel. Mit dem Gras ihrer Felder machen Lisa und Karl ihr eigenes Heu. Ansonsten bestimmt das Ausreiten durch die Hügellandschaft den Alltag. Was geht dir durch den Kopf, wenn du selbst einfach mal ausreiten kannst? For myself. It's not really often I ride out just to. Ehrlich gesagt passiert das gar nicht so oft. Meistens arbeite ich, bilde junge Pferde aus oder bin mit Gästen unterwegs. Aber genau diese Verbindung zum Pferd liebe ich. Wenn man sich irgendwann gegenseitig versteht, die Kommandos funktionieren und man einen gemeinsamen Rhythmus findet. Das ist ein tolles Gefühl. That's very nice. In den meisten Privatwäldern Dänemarks müssen Reiter eine Gebühr zahlen. Hier auf Möhn sind die Reitwege kostenlos. In privatem und in staatlichem Forst. Einer der Gründe, warum es so viele Pferdeverrückte gibt. Bei 250 Hektar Ausreitgelände kann Lisa jeden Tag eine andere Route wählen. Thank you very much. Wenn Sleipnir vorne gehen soll, denkt er nur, im Leben nicht. Yes. Er möchte nicht Erster sein. Sleipnir möchte nicht die Herde anführen. Mit Pass und Tölt beherrschen Islandpferde 2 Gangarten mehr als andere Rassen. Und der Tölt ist so bequem, auf Möhn gibt es sogar einen Wettbewerb, bei dem Reiter ein volles Glas in der Hand balancieren. Wer am Ende am wenigsten verschüttet hat, gewinnt, erzählt Lisa. Für den Tölt sitzt man ganz anders im Sattel als auf anderen Pferden. Wir sagen immer scherzhaft, alles, was man sonst beim Reiten gelernt hat, nicht zu tun, macht man hier.
Wir schieben das Becken etwas nach vorn, sitzen mehr auf dem Hintern, damit das Pferd sich besser tragen und schneller tölten kann. Die Beine schwingen leicht nach hinten, die Hände und Ellbogen kommen etwas höher und wir lehnen uns ein Stück zurück. 2, 3, my heart knows it better than I know myself, so I'm gonna let it do all the talking. I came across a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree. I felt a little fear upon my back. I said, don't look back, just keep on walking. Diese Pferde haben unglaublich viel Kraft. Viele halten sie für kleine Ponys, aber wenn man sie reitet, dann merkt man schnell, sie sind stark und haben eine Art Motor und ihren eigenen Kopf. Genau damit muss man arbeiten. Sie sind keine wilden Draufgänger, die durchdrehen, aber sie wissen ziemlich genau, was sie wollen. But you still have a mind you need to work with. Lisa hat nie wirklich über einen anderen Beruf nachgedacht. Während ihre Geschwister andere Wege gegangen sind, ist die 30-Jährige geblieben. Für Lisa kommt einfach kein anderer Beruf und kein anderer Ort in Frage. Das nennen wir eher Limbo. Ja. My heart hit a problem in the early hours, so I stopped it dead for a beat or two. But I cut some cord and I shouldn't have done it, and I won't forgive me after all these years. Die merken sofort, dass es nach Hause geht. Gerade abends, weil sie danach noch auf die Weide kommen. Deshalb beeilen sie sich jetzt so. Viele nennen Möhn nur ein paar Wochen im Jahr ihr Zuhause. Andere kommen für einen Sommer und bleiben. So wie auf dem alten Bauernhof Kamönogarden. Helle und Jan sind im vergangenen Jahr aus Kopenhagen hierher gezogen und haben ein Bed and Breakfast übernommen. Yes. Well, if you live the city life, wenn man lange in der Stadt lebt, fragt man sich irgendwann, wofür man eigentlich ständig unterwegs ist. Man rennt nur noch von einem zum nächsten und verliert dabei viel Zeit für Dinge, die am Ende gar nicht wichtig sind. Ich glaube, wir waren beide bereit für einen neuen Abschnitt. Wir wollten etwas Neues aufbauen, etwas Eigenes schaffen. Genau deshalb sind wir hier. Wie seid ihr ausgerechnet auf diesen Hof auf Möhn gekommen? Wir waren hier im Urlaub bei Freunden. Da stand der Hof gerade zum Verkauf. Wir sind dann noch ein paar Mal wiedergekommen und fanden ihn jedes Mal noch besser. Es war eine große Entscheidung, aber wir wollten ein sinnvolles Leben führen. Einfach die Tür aufmachen und sofort in der Natur sein. Das hatten wir früher in unserer Wohnung nie. Auf diesem alten Bauernhof mit eigenem See haben Helle und Jan ihr neues Zuhause gefunden. 70.000 Quadratmeter Platz zum Neugestalten. Jan hält alles mit Werkzeugen am Laufen. Helle kümmert sich um die Zimmer, Hütten und Zelte. Im Sommer wird es voll. Bis zu 31 Gäste gleichzeitig wohnen dann auf dem Hof. Please enter your own tent. Thank you. Yes. You. A lot of pillows. Was gefällt dir am meisten daran, plötzlich Gastgeberin zu sein? Ich mag die Menschen, die hierher kommen.
Radfahrer, Wanderer, Künstler, Designinteressierte und Gäste aus den unterschiedlichsten Ländern. Ich treffe hier Leute von der ganzen Welt. And all nationalities. We got people from all over. Damit sich Weltenbummler und Wanderer wie zu Hause fühlen, hat Helle die Zimmer mit restaurierten Möbeln selbst eingerichtet. Der Blick fürs Detail kommt nicht von ungefähr. Eigentlich ist sie Kostümdesignerin. Morgen müssen die letzten Designs für eine große Musical-Produktion fertig sein. Wenn ich den ganzen Tag nur noch Zimmer und Toiletten putzen müsste, würde ich sterben. Deshalb ist meine Arbeit als Kostümbildnerin der perfekte Ausgleich. Ich mache das schon seit über 20 Jahren gerne. Hier bekomme ich ständig neue Inspiration. So viele unterschiedliche Menschen laufen über diesen Hof. Das ist eine wunderbare Mischung. Manchmal funktioniert das auch umgekehrt. Eine Künstlerin aus Aarhus hat sich von der Natur Möhns zu diesen bunten Spiegeln inspirieren lassen. In 2 Wochen wollen Helle und Jan sie hier bei Live-Musik ausstellen. Unter dem Dach der alten Scheune baut Jan dafür gerade ein Atelier aus. Wir hatten diese Scheune und dachten, warum laden wir nicht Künstler ein? Sie können ein paar Wochen kostenlos hier leben und arbeiten. Und dann haben sich unglaublich viele beworben. There was a bunch of people applying to come here and stay. Auch Jan gestaltet gerne. Er schmiedet Schmuck und gibt alten Dingen eine zweite Chance. So wie diesen alten Türen. Vor dem Umzug nach Möhn führte der 60-Jährige in Kopenhagen einen eigenen Malerbetrieb. Ich hatte irgendwann genug davon, immer die Häuser anderer schön zu machen. Jetzt möchte ich endlich meinen eigenen Ort schön gestalten. Auch wir beziehen eine neue, schöne Unterkunft. Vom Leuchtturm geht's auf die andere Seite des Waldes in die Dark-Sky-Hütten am Campingplatz. Denn die Nacht ist ein großes Thema auf Möhn. Für die Naturführerin Susanne beginnt dann oft erst ihre Arbeit. Mit ihrer Frau Chris ist sie vor 22 Jahren aus Kopenhagen in die Nähe von Stege gezogen. Zusammen haben sie diesen Garten angelegt und nacheinander 2 komplett CO2-neutrale Häuser entworfen. Zuerst dieses Häuschen. Aus Muscheln, Holz, Seegras, Lehm und Pferdemist. Alles Materialien aus der Umgebung. Wir wollten in Dänemark einen Ort finden, an dem wir unser eigenes Haus bauen können. Und den haben wir hier auf Möhn gefunden. Und wir haben diese Entscheidung nie bereut. Hier gibt es so viel Natur. Ein Haus aus natürlichen Materialien zu bauen, gehört für uns einfach zu unserer Lebensweise. Es ist gesund, es tut gut und irgendwie hat es auch etwas Heilendes. That is healing and healthy. Ja, und das schauen wir uns an. 1 Jahr lang haben sie für Wände, Dach und Boden gebraucht. Ein perfektes Dachfenster. Dadurch kann man nachts vom Bett aus die Sterne beobachten, wenn der Himmel klar ist. Ein tolles Raumklima und alles aus natürlichen Materialien, kein Kunststoff. Und alles, was man braucht auf 40 Quadratmetern. Yes. Genau, wir haben hier 3 Jahre drin gewohnt. Ihr beide? Ja, und 2 Katzen und ein Hund. Und ihr mögt euch noch? Ja, wir sind immer noch verheiratet. Inzwischen vermieten Susanne und Chris ihr Haus als Naturerfahrung für Besucher und leben in ihrem Holzhaus nebenan. Wenn die Sonne fast ganz verschwunden ist, geht es für Susanne in den Norden auf die vorgelagerte Insel Nyår. Velkommen til Dark-Sky Park Nyår. Vi står herude, og det er ved at blive tusmørke.
Og vi har denne her fine plakat omkring Dark Sky Park Nyrup. Er I med på den? Eines von 2 zertifizierten Dark Sky Gebieten in der Region. Ein Spaziergang durch maximale Natur mit minimaler Lichtverschmutzung. Så kommer der masser af larver, og det er den mad. Warum ist es eigentlich gut, dass es hier so dunkel ist? Eigentlich ist nicht die Dunkelheit ungewöhnlich, sondern das viele künstliche Licht. Das hier ist der natürliche Zustand. Und genau den möchten wir schützen. Für die Natur und für die Fledermäuse zum Beispiel. Schau, da ist gerade eine. Ja. Sie jagt jetzt wahrscheinlich Mücken und kleine Nachtfalter. Genau für dieses natürliche Verhalten brauchen die Tiere Dunkelheit, um genug Nahrung zu finden. Is important for the bat to be able to actually feed now. Auch die Vögel brauchen den Wechsel von hell und dunkel, um sich orientieren zu können, sagt Susanne. Seit Tausenden von Jahren schauen Menschen in den Himmel. Sie beobachten die Mondphasen, die Sonnenauf- und Untergänge, die Wanderungen der Planeten und die Sternbilder. Das verbindet uns mit etwas viel Größerem. Und es erinnert uns daran, dass wir nicht allein auf dieser Welt sind. For years and years and years. And this also connects us to the rest of the world. So we are actually, it's not just us here, right? Es gibt nur 3 Ampeln auf der Insel, erzählt Susanne. Aber auch die könnten im Dunkeln abgeschaltet werden, findet die Biologin. Wer auf Möhn baut, soll Licht nach unten strahlen lassen und so wenig wie möglich verwenden. So möchte die Gemeinde die Dunkelheit schützen. Wir müssen nur vor die Haustür gehen und können die Sterne sehen. Als wir noch in Kopenhagen gelebt haben, ging das nie. Da haben wir höchstens den Mond gesehen. Den Unterschied merkt man sofort. Ja, es ist wunderbar, dunkel und ruhig hier. So this is your chance. So, das ist jetzt eure Gelegenheit, einfach mal 5 Minuten still zu sein. Wandert einfach los und schaut nach oben und lauscht in die Nacht hinein. And listen out. Nachdem wir in die Nacht reingelauscht haben, wollen wir jetzt in die Dunkelheit raufschauen. Wenn auf Möhn die Sonne ganz untergegangen ist, beginnt ein zweites Naturspektakel. Einer der dunkelsten Nachthimmel Skandinaviens mit Blick bis zur Milchstraße im Spätsommer. Die Lichtverschmutzung nimmt weltweit rasant zu. Manche gehen davon aus, dass sie jedes Jahr um etwa 10% steigt. Inzwischen haben schätzungsweise 80% der Weltbevölkerung gar keinen Blick mehr auf einen natürlichen, dunklen Nachthimmel. Viele wissen wahrscheinlich gar nicht mehr, wie so ein natürlicher Nachthimmel aussieht. Ja, genau. Ich hatte schon Gäste aus Dubai und New York. Die hatten die Milchstraße noch nie gesehen. Morten arbeitet als Astrofotograf und hat sich viel astronomisches Wissen angeeignet, um Besuchern den Sternenhimmel durch sein Teleskop zu zeigen. Wer den Mond einmal ganz nah sehen möchte, kann jetzt gern durchs Teleskop schauen. Beautiful. Looks like Mozartkugeln. Weil die Erde sich dreht, muss Morten sein Teleskop immer wieder neu ausrichten. Oh, wow. Die sehen aus wie kleine Diamanten. Ja, aber erkennst du auch die Farben? Ich würde sagen, der rechte ist blau und der andere eher gelb. Warum ist der blau? Sterne haben unterschiedliche Farben, weil sie unterschiedlich heiß sind. Außerdem befinden sie sich in verschiedenen Lebensphasen. Der blaue Stern ist besonders heiß. Der rötliche, den wir mit bloßem Auge besser sehen können, ist schon am Ende seines Lebens.
Deshalb ist er so groß geworden. Was fasziniert dich so sehr an den Sternen? Mich hat das Universum schon immer fasziniert. Vor allem dieses Gefühl, wie klein und unbedeutend wir eigentlich sind. Selbst wenn wir unseren Planeten zerstören würden, das Universum würde einfach weitermachen. Ihm ist völlig egal, welches Auto du fährst, wie groß dein Haus ist oder wie viel Geld du hast. All das spielt da draußen überhaupt keine Rolle. Während wir ausschlafen können, müssen Jan und Helle früh raus aus den Federn. Ihr Bed and Breakfast ist gerade ausgebucht. Ja, für die mit dir aus. Die können wir her ab. Seems like I'm on some different batteries here because Irgendwie habe ich hier ganz andere Batterien. Heute Morgen war ich schon um 5:30 auf den Beinen, um das Frühstück vorzubereiten. Und trotzdem bin ich voller Energie aufgestanden. I was this happy. 200 Sauerteigbrötchen hat Jan heute früh schon gebacken. Wir überlegen, ob wir nicht einfach nur Frühstück anbieten sollten. Wir schauen gerade, was für uns wirklich funktioniert. Einer dieser Versuche, eine Hochzeit auf ihrer alten Farm beherbergen. Er det meget slemt at have nogle ord på brostenene der, fordi at de bliver meget vakkelvogne, ikke? Og hvad med stolene? Hvordan så? Det nok ikke mig, der skal. Cecilia heiratet hier morgen mit 72 Gästen. Ich habe nur 3 Stunden geschlafen und war heute Morgen so nervös, dass ich mich sogar übergeben musste. Aber ich freue mich einfach riesig. Cecilia studiert noch. Ihr Zukünftiger hat gerade erst seinen ersten Job angenommen. Das Budget ist überschaubar. Deswegen helfen Freunde und Familie. Das hier war das zweite Bed and Breakfast, das wir uns angeschaut haben. Und wir haben uns sofort verliebt. Ich habe Martin nur angesehen und gesagt, genau hier heiraten wir. Woanders kommt nicht in Frage. Für die Hochzeitstorte haben Helle und Jan einen Teil ihrer zweiten Küche freigeräumt. Cecilias Mutter war sofort begeistert von der Idee, auf Möhn zu heiraten. Die Menschen sind einfach bodenständig. Alles ist entspannter. Das ist das Lebensgefühl dieser Insel. Während in der einen Küche die Torte dekoriert wird, kocht Helle in der anderen für alle Gäste. Ihr seid doch hergezogen, weil ihr mehr Zeit haben wolltet, oder? Yeah, and that's actually a weird thing, because I think Ja, und das Verrückte ist, man denkt immer, auf dem Land hätte man plötzlich ganz viel Zeit. Aber seit wir hier sind, hatten wir kaum mal eine Minute nur für uns. Das gehört eben auch dazu. And since we moved here, we haven't had a minute on our own to do our own things. So that's the thing. Es ist eure erste richtige Saison, vielleicht wird es ja noch. And maybe you get there? Ja, letzten Sommer ganz zu Beginn war noch alles komplett neu für uns. Wir sind einfach ins kalte Wasser gesprungen. Dieses Jahr fühlen wir uns schon deutlich sicherer als Gastgeber. Und dann hören wir ein Auto. Der Bräutigam Martin ist endlich da. Oh, wunderschön. Sind die alle aus eurem Garten? Ja. Teilweise. Die hier nicht, die hat Sissy ja selbst gepflückt. Martin ist auf Möhn aufgewachsen. Die Trauung findet im Park im alten Schloss statt, bevor hier morgen gefeiert wird. Heute sitzen die Zeltgäste mit den Hochzeitsgästen an einem Tisch. Genau dieser Austausch ist es, warum Helle und Jan ihr Bed and Breakfast so gerne machen. Wie soll euer Hof in 10 Jahren aussehen? Das ist eine große Frage.
Hoffentlich sind dann endlich alle Baustellen weg. Hoffentlich sitzen wir dann einfach irgendwo ganz entspannt, rauchen eine dicke Zigarre und genießen das Leben. Die Reise ist also noch nicht zu Ende. Nein, eigentlich fängt sie gerade erst an. To be continued. Während bei Helle und Jan die Gäste zusammenkommen, treffen sich viele Einheimische von Möhn am Hafen von Klintholm in Oles Bar. Und nicht jeder kommt auf zwei Beinen. Auch Pferde sind am Tresen willkommen. Ich darf Ole kurzfristig vertreten. Ole, warum hast du beschlossen, dass auch Pferde und auch Hunde in deine Bar kommen dürfen? Warum? Die erste Frage ist, warum nicht? Die nächste, ich liebe Pferde, ich liebe das Meer und das passt zusammen. Du fährst zur See, du hast deine eigene Bar und du reitest aber selber auch. Ja, ich kam vom der Meer und habe ein Mädchen getroffen, da Pferde lieben. Hast du 3 Möglichkeiten, zurück zum Meer, Pferde hassen oder anfangen zum Reiten. Und jetzt kann ich nicht ohne mein Pferd lieben. Mit den Ausritten zwischen Bootstouren und Barbetrieb findet Ole Ruhe. Ganz passend zum Namen seiner Kneipe, Klapp Hesten. Dänisch für Mach mal langsam. Mit 2 Festangestellten und 4 Aushilfen ist Oles Kneipe das ganze Jahr über geöffnet. Jetzt im Sommer jeden Tag. Auch hier ist Enya Crewmitglied. Das ist viel mehr als nur eine Bar. Hier treffen sich Segler und Menschen aus den unterschiedlichsten Ländern. Man hört unglaublich viele Geschichten und lernt ständig neue Leute kennen. Warum kommst du immer wieder nach Möhn zurück? Die Menschen hier sind einfach unglaublich herzlich. Sie sagen jedes Mal, schön, dass du wieder da bist. Ich fühle mich hier zu Hause. Für Ole ist die Bararbeit auch nach Hause kommen, Freunde treffen und ein Ohr für die Insel haben. Ole, mir haben Menschen auf der Insel erzählt, wenn man irgendetwas braucht, dann ruft man Ole an und in 5 Minuten hat man das. Ja, ich glaube, hat man so erwachsen geworden, dass man jeder hilft, wenn der nötig ist. Und ich glaube, mein Traum hier mit diesem Bar ist, dass ich habe so viel Abenteuer überall in der Welt erlebt. Jetzt gebe ich zurück. Manchmal schaut sogar Hollywood vorbei und versackt, so wie Ewan McGregor. Habt ihr euch gut verstanden? Wir haben uns nicht nur gut verstanden. Super. Genau dieselbe. Ja, und du kennst das von Moulin Rouge und von Trainspotting und von Obi-Wan Kenobi. Ich glaube, alle Frauen waren einmal in ihm verliebt. Ich nicht. Ja, sehr toll. Und du kannst nur Reike fragen. Ja, ich bin auch verliebt in Ewan McGregor. Ja. Und ich habe auch einen Blut gekriegt, ja. Möhn hat bei uns allen einmal ziemlich konsequent das Tempo rausgenommen. In der absoluten Dunkelheit, unter uralten Kreidefelsen oder langsam auf dem Pferderücken. Es ist vielleicht nicht die lauteste Ostseeinsel, aber bestimmt eine, die richtig lange nachleuchtet.